Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire, unserem Durchmarsch. Da wir versuchen wollen, in jedem Fall 5 Sterne zu kriegen. Das werden wir auch schaffen, weil ich mit den Lösungen arbeite, etc. Ihr wisst das. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Fall. Falsche Papiere. Ein sonniger Tag in Los Angeles beginnt doch super. Unser Kollege fährt uns zur ersten Adresse. Und es wird ja wieder ein sehr spannender Fall. Ich freue mich drauf. Ein sehr interessanter, ein sehr verzwickter Fall auch, wie ihr im Laufe des Falls bemerken werdet. Wir werden viele Fragen beantworten, viele Interviews führen. Aber jetzt erstmal ganz gechillt fahren wir zur ersten genannten Adresse und gucken mal, was uns da erwartet. Und zwar sind wir in der 6 West 2nd Street um 12:11 Uhr PM. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Aha. Also eine kleine Verfolgungsjagd zu Beginn. Sehr gerne. Da wird man schon mal ein bisschen wach. Da ist man gleich voll auf Zack. Warum die Leute nicht einfach stehen bleiben, ne? Wenn sie eh nichts zu verheimlichen haben. Also drücken wir aufs Gas, hauen alle PS raus, die wir haben. So, jetzt schauen wir mal. Oh nein, der Transporter, pass auf. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn möglichst schnell gestellt bekommen. Aber das wird nicht ganz so einfach sein, denn ihr wisst ja, ne, Verfolgungsjagden enden immer genauso, wie es das Spiel will. Also müssen wir ihm ein bisschen dranbleiben. Aber wenn wir ihn noch ein paar Mal rammen hier, zack. Oh, da ist schon die Autotür ab. Und jetzt, glaube ich, einmal müssen wir ihn noch rammen und dann gibt er auf. Und zwar genau jetzt. Das schöne Auto. Put your hands in the air. Get bracelets on him, Phelps. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Ist auch wirklich komisch, dass wir plötzlich an einer anderen Position stehen, wo wir ihn angehalten haben. Also, das ist die Rechnung. Cliff Harrison scheint alles sehr legal zu sein. $2.450,95, ganz schön günstig für damalige Verhältnisse, ne? Zusätzlich hat er noch ein Radio gekauft und ein Zigarettenautomat, oder? Ist das die Steuer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das alles sehr legal aus. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Coombs Automobile ist also unser erster Hinweis. Hat das Ding noch eine Rückseite? Nein, ich glaube nicht. Dann stellen wir ihm jetzt erstmal ein paar Fragen. Und zwar Cliff Harrison, 24 Jahre jung. Ja, so sieht er auch aus. Bisschen Sommersprossen im Gesicht. Auf geht's. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Ja, stimmt. And the ownership papers? From the same place. Und zeigt mal her. Also, er ist wirklich sehr aufgebracht. Er ist wirklich sehr geschockt. Aber es stimmt ja bislang alles. Der Fahrzeugschein passt auf seine Adresse. Der Name stimmt. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Tja, ist nur die Frage, wer das macht. Wer da in diesem Geschäft alles mit drin hängt. Baujahr 47, ihr seht ja, alles steht da. Das Ding hat auch noch eine Rückseite. Oben bei Seller und bei Bayer steht erstmal nichts. Aber unten steht ein wichtiger Hinweis und zwar Marquee Printing Company. Das ist nämlich die Firma wohl oder die Druckerei, die diese Fahrzeugpapiere herstellt. Aber da werden wir auch später noch unseren Spaß mit haben. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Befragung von Cliff Harrison, ne? Denn wir haben ja noch 2 Fragen offen. Motiv für Flucht. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Verschmitztes Lächeln, aber da kommt er nicht ganz bei rum. Da kommt er nicht ganz sauber raus, denn das müssen wir einmal anzweifeln. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky-backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Ach, auch nicht schlecht. Ein bisschen Gras hinten drin, ein Joint, die Polizei lässt das durchgehen. War halt damals alles ein bisschen anders. Details zum Fahrzeugkauf. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Ja, und das stimmt auch.
And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? Weißt du, wer mein Vater ist? Coombs Auto and check out Harrison's story. Da fährt er hin. Aber er muss halt so lange erstmal unter Verdacht stehen bleiben, bis wir die richtigen Leute haben. Nächstes Ziel ist Coombs Automobile. Automobile. Natürlich fährt unser geschätzter Kollege hier. Wenn ich schon die Fragen machen muss, darfst du wenigstens mal fahren. Es geht nämlich dann alles ein bisschen schneller hier von der Hand. Und hier sind wir. Coombs Automobile, 3:29 PM. Und da ist der Chef, Richard Coombs. Ein sehr merkwürdiger Kerl. Ihr erinnert euch an den Typ von Dewey Brothers. Der ist nochmal eine Ecke schlimmer, aber seht selbst. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Tja, habe ich euch zu viel versprochen. Ein sehr lustiger Kerl in seinen Augen. Aber egal, wir wollen ja ihm nur ein paar Fragen stellen. Das hier sicherstellen und dann sind wir auch schon wieder weg. Here it is. Got the original pink slip there too. Gut, schauen wir uns erstmal hier die Rechnung, glaube ich, an. Ne? Das ist die Quittung. Fahrzeugschein liegt links daneben und das sieht alles soweit ganz gut aus. Der Name steht da. Adresse stimmt auch soweit. Die Rechnung, der Preis, stimmt alles soweit. Harrison's purchase receipt was legit at least. Genau, der Kaufbeleg, der stimmt soweit. Jetzt gehen wir aber mal zum Fahrzeugbrief rüber. Und dann schauen wir einfach mal. Und sehen dort eine Adresse und einen anderen Namen. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Und genau dasselbe Modell. Also das eine und selbe Auto, aber auf zwei verschiedene Namen. Das ist sehr auffällig. Da kann schon mal was nicht stimmen. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Müssen wir nämlich noch überprüfen lassen. Drehen wir einmal um. Das Ding hat auch eine Rückseite. Da ist es komischerweise ausgefüllt. Auch unterschrieben von Richard Coombs. Das war ja bei dem Fahrzeugbrief von Cliff Harrison nicht so. Da war ja hinten der Fahrzeugbrief gar nicht unterschrieben und auch nicht abgestempelt links. Deswegen ist da schon mal ein großer Unterschied zu erkennen. Und auch wieder die Marquee Printing Company ist da mit involviert. Die scheint ein bisschen Dreck am Stecken zu haben. Dann gehen wir jetzt rein in die Befragung. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Ja, wir fangen mal an mit Details der Kaufabwicklung. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Ja, klingt simpel, aber ist richtig. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Das ist ja schon mal eine gute Zusammenarbeit hier. Sagt bislang richtig gute Sachen, glaubwürdige Sachen und auch richtige Sachen. Weiter geht's. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Merkwürdige Beschreibung. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, aber das stimmt auch. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Genau, du kennst dich mit Menschen aus, auf jeden Fall. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business.
Ja, auch das stimmt. Da sagt er auch die Wahrheit. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Und auch noch ein guter Vermittler ist er. Guckt euch den an. Könnten wir bei uns auf dem Revier gut gebrauchen. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Ja, das stimmt ausnahmsweise aber nicht so ganz. Müssen wir anzweifeln. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Und dann haben wir noch eine verdächtige Transaktion. This was all above board. Yes, of course it was. Nee, war es natürlich nicht. War es natürlich nicht. Das sehen wir auch anhand seiner Mimik. Das müssen wir auch wieder anzweifeln. Did this look legitimate to you, Combs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Jetzt wird er aber sauer. Thanks for your help, Mr. Combs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Ich fing gerade an, Freundschaft mit ihm zu schießen, aber das ist mir kurzfristig wieder hochgekommen. So, nächste Aufgabe. Well, Harrison might be off the hook. Eine Fahndungsmeldung nach Gene Archer rauszugeben, genau. Das, was unser Kollege schon sagt. Und als nächstes müssen wir dann noch die Adresse überprüfen. Ich will natürlich auch alle Hinweise hier haben, um die 5 Sterne zu kriegen. Dazu müssen wir auch die Adresse überprüfen. Und da fahren wir dann gleich zwischenzeitlich nochmal hin. Und dann begeben wir uns, glaube ich, zum Zentralrevier, weil dort eine weitere Befragung aussteht. All relay the information. Are there any messages for me? James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks for your help. Alles klar. Also, neues Ziel, James Velasco verhören. Aber zunächst mal, wie gesagt, überprüfen wir der Vollständigkeit halber die Adresse. Und zwar diese 146 North Fremont Avenue. So, where you want to go? Wie gesagt, ein Auto, 2 Halter, aber dieselben Adressen. Da kann irgendwas nicht stimmen und wir sehen nämlich jetzt auch gleich, dass das nämlich eine Fake-Adresse ist, weil das Haus steht nämlich leer. 3:36 p.m. Empty. Should have known that Archer Broad would have given us a false address. Schade. Tja, hätten wir auch selber drauf kommen können. So, und deswegen fährst du jetzt auch wieder zurück. Was mache ich denn? So, und zwar zum Zentralrevier zurück, um James Velasco zu befragen. Ich genieße die Fahrt, mein Kollege fährt, ich mache ja sonst immer alles. Ich muss die Fragen beantworten. Ich muss mit den Leuten, obwohl ich nicht gern mit den Leuten rede, mit den Leuten interagieren. Zentralrevier, 3:40 p.m. Deswegen kann mein Kollege auch mal die ganzen Fahrten hier machen. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Alles klar, also auf zum Interviewroom 2. Da saß ja schon einmal der argentinische Konsul drinne. Und jetzt geht's wieder los. James Velasco. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Der ist ganz schön unfreundlich, weißt du? Du Mistkerl. Hat man dir nicht beigebracht, wie man sich anständig benimmt? Ja, und auch hier haben wir wieder die Fake-Adresse. 146 North Fremont Avenue, James Velasco. Das Auto stimmt, der Name, aber die Adresse ist halt völlig falsch. Der steckt irgendwie mit der Gene Archer unter einem Hut. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Richtig. Die Papiere sind echt, aber wie gesagt, die Adresse, die gibt's ja gar nicht mehr. Also die gibt's schon, aber da steht ein leeres Haus. Und auch hier ist gar nichts ausgefüllt. Unten der Stempel von Coombs Automobile fehlt auch. Es ist halt immer wieder Marquee Printing Company unten zu sehen. Naja, gehen wir rein in die Befragung. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Sehr unhöflicher James Velasco, 25. Sehr jung und schon so kriminell. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. Das würde ich so nicht behaupten. Raus damit. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth.
My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Na, geht doch. Also, du gibst uns Antworten und dir passiert nichts. So machen wir das jetzt auch weiter. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Nee, nie von ihr gehört. Das ist eine klassische Lüge. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Ah, of course you know. Wir haben nämlich den Fahrzeugbrief von Jean Archer. Da steht die gleiche Adresse drauf wie auf seinem. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Ja, wie gesagt, wenn wir Antworten kriegen, bist du ganz schnell hier wieder raus. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Das müssen wir auch anzweifeln. Das ist so wie der Barkeeper, der gesagt hat, ach, er serviert hier nur Drinks aus und hört nichts mit. Das ist genau dasselbe Prozedere hier. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Na also, geht doch. Und gestohlene Autos im Lagerhaus. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Sehr gut. Also hier haben wir auch nochmal die Bestätigung. Marquee Printing Company, die Adresse und den Chef sozusagen. Gordon Lightval. Nicht Wolf, Lightval. Alles klar, als nächstes kriegen wir noch einen Hinweis, glaube ich, von unserem... Wo geht's denn raus? Hier. Total verwirrt. Von unserem Kollegen hier, genau. Your GTA suspect, Jean Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Ja, ich mache ja schon. Deswegen, hopp, unser Kollege muss da ganz schnell hinfahren, obwohl es hier nur ein Katzensprung ist wahrscheinlich. Lassen wir unseren Kollegen trotzdem bluten. Und lassen ihn diese paar hundert Meter da fahren. Und befragen jetzt eine weitere Person, nämlich Jean Archer. 3:47 PM. Scheint so eine Pfandausleihe zu sein, oder... Ah ne, ein Check gegen Geld. Also wenn man hier einen Check einlöst, dann kriegt man dafür Geld. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck. To get the only hair sure cop in the LAPD. 25 Jahre erst, ey. Die würde ich nicht mal mit der Greifzange anfassen. Die Hose sitzt zu hoch. So ähnlich wie der James Belasco. Ein bisschen frech. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Und beleidigen tut sie auch noch. Na, jetzt geht's aber los hier. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made $0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things.
I don't see you looking out for me. Ja, ich würde auch nicht auf sie aufpassen. Wie gesagt, die Greifzange, ne? 2 Meter Abstand. Verbindung zu Belasco. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Und da hat sie sich nämlich selber verraten. Wir haben nämlich nur den Nachnamen gesagt und sie sagt direkt den Vornamen noch mit dazu. Deswegen ist das eine klassische Lüge. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Tja, und leider müssen wir auch da genau dasselbe machen wie bei James Belasco. Wir müssen jetzt nämlich ihr den Fahrzeugbrief anhängen. Und zwar von James Belasco, weil dort dieselbe Adresse draufsteht wie auf ihrem. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Aha, ein neuer Name, Bigelow, und das ist ein bekannter Partner ist von Gene Archer. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Antworten. Wir wollen Antworten hören. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Ja, ein Mann, der zu seinem Wort steht. Finde ich gut. Oder generell Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Finde ich sehr gut. Also, eine weitere verdächtige Person hinter schwedischen Gardinen. Wir haben jetzt also auch die genaue Adresse von dieser Industrial Street, 58 Industrial Street. Lagerhaus mit den gestohlenen Autos. So, und jetzt bin ich gerade nochmal am Überlegen, ob wir hier nochmal ans Telefon müssen oder nicht. Nein, wir müssen jetzt nämlich zur Marquee Printing Company ein erstes Mal. Da müssen wir nämlich auch noch ein zweites Mal hin. Und zwar hier. Dort müssen wir eine Befragung durchführen. Und hinterher dann nochmal. Aber wir müssen das machen, damit wir alle Hinweise haben. Denn um das hier mit 5 Sternen abzuschließen... Was macht der denn jetzt? Du sollst fahren, Kollege. Dann steigt der nicht auf seiner Seite. Hä? Was ist los mit dir? You're behind the wheel. Was ist los mit dir? Rutscht da einmal durch, ey. Der wusste gerade nicht, was er machen soll. Irgendwie war er gerade Brain AFK. Alles klar, also Marquee Printing Company. Gordon Lightwall wird jetzt befragt um 4:01 PM. Geht alles hier Schlag auf Schlag. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. So, und jetzt geht es ab zur Befragung. We have some questions for you, Mr. Lightwall. Sieht eigentlich sehr nett aus, ne? 50 Jahre, Gordon Lightwall, Manager der Marquee Printing Company. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Mr. Lightwall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Ja, doch, das stimmt aber leider. Beziehungsweise stimmt nicht so ganz. Wir müssen auf Anzweifeln drücken. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization.
Er sieht, wie gesagt, sehr vertrauenswürdig aus. Wenn er weiterhin so Antworten gibt, dann ist er zu was zu gebrauchen, sage ich jetzt einfach mal ganz verschwitzt. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Ja, das müssen wir auch anzweifeln, denn er weiß es nämlich. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Aha, und Coombs Automobillieferung. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightval? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Ja, doch, hier in dem Fall kannst du das schon, weil wenn die Polizei hier ist, das LAPD, dann gelten immer andere Regeln. Also, raus damit. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Na also, geht doch. Junge, bist du doch schneller aus dem Schlamassel raus, als du LAPD sagen kannst. Und zwar müssen wir jetzt nämlich diesen Namen hier finden. Bigelow. Der wäre auch auf der zweiten Seite gewesen, und zwar hier oben. Da steht er nämlich nochmal. Und jetzt begeben wir uns nämlich, ohne über loszugehen und 4000 Mark einzuziehen, direkt in die Industrial Street zum Herrn Bigelow. Und dann kehren wir nochmal zur Marquis-Druckerei zurück, deswegen bleibt der Ort so offen stehen in meinem Notizbuch und wird nicht gestrichen, weil da müssen wir nämlich nochmal zurück. Aber auch das müssen wir halt ordnungsgemäß abschließen, damit wir die 5 Sterne kriegen. Alle Hinweise, alle Fragen richtig beantwortet, nur dann kriegt man, glaube ich, die 5 Sterne. Und hier sind wir also angekommen. 4:04 p.m. Geht ganz schön schnell. Vor 5 Minuten waren wir doch noch beim Gordon Lightval. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a .45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Jetzt wird hier gleich einer nach dem anderen abgeknallt. Gibt es nämlich eine schöne Schießerei. Aber wir haben leider nur eine Pistole. Die anderen haben voll die geilen MGs und Sturmgewehre. Da sehen wir schon die ersten Autos. Cole Phelps, LAPD. Halt doch einfach die Schnauze. Ich verstehe nicht, warum er jetzt gerade was sagen muss, anstatt er einfach ruhig bleibt. So, zack. Hier an der Seite ist der nächste. Ist halt mit dem Controller richtig schwer zu zielen. Da müsste ich jetzt normalerweise die Maus benutzen. Aber in dem Fall geht das auch schon mal. Da hinten ist doch noch ein Typ, genau. Der trifft nicht so gut wie ich. Jetzt haben wir noch einen hier an der Seite, der hat so ein geiles Maschinengewehr. Beziehungsweise so ein, ihr hört es ja selber, ein Sturmgewehr, was ich mir jetzt nämlich nehme. So, einmal in Deckung gehen. Der hat so eine geile Shotgun, aber das wird ihm nichts bringen. So, der ist down. Gut, einmal nochmal nachladen und dann geht's ab hier nach oben. Zu den beiden Kollegen hier. So, der erste schon mal down und der zweite auch. Komm her. Komm, zeig dich. Jawohl. Ein bisschen Blut verschmiert. Müssen die Putzfrau nachher ein bisschen gründlicher sauber machen. Zack. Ja, bleib da, wo du bist. Wir durchsuchen nämlich jetzt hier nochmal und holen uns 3 weitere Hinweise. Und zwar einmal die Wettscheine von Gordon Lightval. Wer hätte das gedacht? Er wettet nämlich, verliert auch regelmäßig und er braucht Geld. Hat dann natürlich Schulden und braucht das Geld und somit, ne, greift ein Zahnrad ins andere und somit wird dann auch verständlich, wieso die Autos immer verkauft werden, von A nach B geschifft werden. Hier haben wir nämlich nochmal den Lieferschein der Marquis-Druckerei. Und auch hier steht Gordon Lightval drauf, also überall steht sein Name drauf. Klar, er ist der Inhaber. Stephen Bigelow steht aber auch drauf. Marquis Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Genau. Also, und dann haben wir noch einen dritten Hinweis, und zwar hier hinten die Wettscheine, nicht die Wettscheine, die Fahrzeugscheine. Die Waffe kommt in die Ecke. Und hier steht auch wieder Marquis Printing Company drauf.
There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Hätte man so nicht gedacht. So, jetzt geht's ab zur Befragung. Stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Oh doch, du kannst uns Antworten geben. 41 Jahre, Stephen Bigelow, Lagerhausbesitzer. Auf geht's. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Ja doch, weil das ist nicht ganz die Wahrheit. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Ja, weil er immer verliert. Deswegen, das passt schon zusammen. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Ja, du bist auch glücklos, weil er belügt uns nämlich ganz klassisch. That's the best lie you can come up with, Bigelow. Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Tja, deswegen ja gerade. Und wir hängen ihm jetzt die Notiz an von Ray, denn da steht nämlich ganz klar drauf, die Nachricht beziehungsweise die Nachricht lautete, Gordon Lightfall ist der Eigentümer und von daher, tja, überführt. Gordon Lightfall owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightfall plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. Mit anderen Worten also ein weiterer Typ, der hinter schwedische Gardinen wandert. Mein Gott, wie viele Verbrecher da mit drin stecken, ne? Aber Gordon Lightfall ist also der Drahtzieher. Und deswegen fahren wir jetzt ein letztes Mal zur Marquee Printing Company. Halt, wo ist denn unser Auto? Da hinten? Krass. Ein paar Schaulustige gibt es ja auch noch. Also ein letztes Mal zur Marquee Printing Druckerei. Und dann noch eine letzte Frage. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist dieser Fall hoffentlich mit 5 Sternen erfolgreich abgeschlossen. Wir haben dann, glaube ich, jeden Hinweis, jede Frage natürlich richtig beantwortet. Und dann kann ein weiterer Fall ad acta gelegt werden. Und dann können wir uns im nächsten Part auf den nächsten Fall, der auch ziemlich cool ist, konzentrieren. Also ein zweites Mal Marquee Druckerei. Da steht er wieder, nichts ahnend, aber eine letzte Frage bleibt noch. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Tja, eine letzte Frage noch, und zwar die Lieferung an die Industrial Street. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightfall. I signed for all the orders and deliveries. Ja. You'll need something better than that, cowboy. Das haben wir auch. Wir haben nämlich die Wettscheine, wo du nach und nach verlierst. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof or I call my attorney. Den kannst du auch so rufen, denn wir haben nämlich die Wettscheine gefunden und das hängen wir ihm jetzt nochmal an. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightfall. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightfall. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. So ist es richtig. Also, den richtigen Typen haben wir gekriegt. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this.
Alles klar, also Job getan. Ein weiterer Verbrecher ist hinter schwedischen Gardinen, wie ich so gerne sage. Und somit haben wir den nächsten Fall abgeschlossen. Falsche Papiere, alle Hinweise gefunden, alle Fragen richtig beantwortet. $0 Schaden, also wieder ein rundum perfekter Fall. Jetzt, wo das Autodiebstahlgeschäft zerstört wurde, werden sich Lightwall und Co. gegenseitig ausspielen, um etwas für sich herauszuschlagen. Tja, wer hohe Schulden hat, ist so, wie es ist. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Fall hier in L.A. Noire wieder. Macht's gut und ciao, ciao.